Am 25.11.2025 kam die Typo 3 Version 14 offiziell raus. In der Zeit war ich auch auf der T3Con und uns wurde gezeigt, wie das Backend von der neuen Version in Version 14.1 aussehen wird und noch ein paar andere Neuerungen, die ich heute gerne mit euch teilen würde. Willkommen bei 7 Bucks, ich bin Kai und heute geht es ums Typo 3 Backend von der Version 14. Ich habe hier zwei Versionen offen, einmal die 13er auf der rechten Seite und einmal die 14er auf der linken Seite. Was direkt schon ins Auge fällt, ist, dass die Navigation sich etwas anders benannt worden ist. Und zwar einmal haben wir hier Web, das ändert sich in Content, File bzw. File List ändert sich in Media, das ist auch nicht mehr zum Aufklappen, wie jetzt hier auf der 13er noch zum Aufklappen ist. Dann haben wir Sites, Administration und System. Da hat sich dann auch was vom Namen geändert. Zusätzlich, wenn ich hier Content aufklappe und mal Web aufklappe, sehen wir auch, dass Layout und Page jetzt anders benannt worden sind. Auch List wurde in Records umbenannt. Preview heißt es jetzt, was ja, finde ich, auch richtig gut passt im Gegensatz zu View. Das sind diese Änderungen, was die Navigation betrifft. Was hat sich noch geändert? Also, was wir hier sehen können bei der 14.0 ist es noch, hier oben haben wir die Suche, wir haben hier die, ich sage jetzt mal, Icons, wo wir schnell Seiten anlegen können per Drag and Drop. Und das ist auch bei der 13 auch noch so. Aber wir haben jetzt hier oben eine Breadcrumb-Navigation. Das gab es in der Vergangenheit nicht, diese Breadcrumb-Navigation, beziehungsweise hier auf der rechten Seite. Die konnte man aber nicht anklicken. Die hier kann man jetzt anklicken. Das heißt, man kann hier ganz schnell wieder zurück navigieren. Zusätzlich die Sprache findet sich jetzt hier oben in der rechten Ecke als Dropdown. Hier war es nicht so, da musste man immer auf Language Comparison gehen, um dann die Sprache zu haben. Das ist auf jeden Fall anders geworden. Ansonsten, was ihr hier auch sehen könnt, es ist jetzt, ich sag mal, ein bisschen moderner mit runden Buttons und so weiter geworden. Das hat sich auf jeden Fall auch geändert. Aber im Januar, ich glaube am 20. sogar, kommt die Version 14.1 raus. Und da wird es sein, dass das Backend-Layout oder Struktur sich da auch nochmal komplett ändert. Und da habe ich mal einen Screenshot gemacht auf der T3Con. Das hat der Benny Mack uns erklärt oder auch gezeigt. Ich sage dazu richtig cool. Also mir gefällt das neue Layout. Was ihr jetzt hier auf der linken Seite seht, wir haben hier diesen Einklapper. Nicht wundern, hier steht auch 14.0. Wie gesagt, das kommt heute der 14.1 raus. Wir haben diesen Einklapper. Das Icon passt auch besser. Vorher war das hier dieses Icon mit diesen ganzen Kästchen drin. Ich finde, das passt auf jeden Fall viel besser. Wir sehen Workspace. Hier ist jetzt live. Workspace hatten wir ja in der Vergangenheit, sehe ich jetzt gerade nicht, ich habe keinen Workspace installiert. Gab es dann hier oben in der Ecke meistens immer den Workspace zum Auswählen. Der ist jetzt hier auf der linken Seite drin. Auf der linken Seite haben wir jetzt diese Navigationspunkte, eigentlich genau das gleiche wie jetzt hier bei der 14, nur was man hier noch sehen kann, hier sind jetzt noch die Icons mit Farben versehen, die gab es hier jetzt noch nicht bei der 14.0. Zusätzlich, was man hier auch sehen kann, ist auf der linken Seite, da ist jetzt die Suche drin, Notification, Bookmarks, Clear Caches und der User, also genau das, ich mache mal den hier größer, was hier damals auf der rechten Seite oben war. Da hat man auch den User gehabt, die Suche und die anderen Punkte. Das ist jetzt hier nach links unten gewandert, was ich eigentlich gar nicht mal schlecht finde, weil das macht hier ganz viel Sinn. Zusätzlich, was ihr auch seht bei dem Seitenbaum, wir haben jetzt hier auch dieses gleiche Icon wie hier vorne. Vorher war es jetzt hier so ein Pfeil. Das war ja wirklich, wir hatten hier einen Pfeil, hier hatten wir die Kästchen drin. Das ist auf jeden Fall neu geworden. Wir haben die Suche weiterhin. Und was jetzt weggefallen sind, sind diese Icons. Die Icons braucht man auch, glaube ich, nicht wirklich. Also ich habe die auch in der Vergangenheit jetzt nicht so viel benötigt. Dafür gibt es jetzt hier ein Add New für eine neue Seite anzulegen. Das zeige ich auch mal gleich. Es gibt da mehrere Schritte, aber zeige ich gleich. Dann haben wir hier oben wieder unser Breadcrumb, diesmal aber mit Punkten. Das heißt, je nachdem, wie viele Seiten man runtergeht, hat man diese 3 Punkte, um das nochmal anzugucken. Wobei ich glaube, hier waren noch ein paar andere Sachen zu sehen. Ich habe da leider jetzt keinen Screenshot mehr davon. Hier sind auf jeden Fall jetzt 3 Punkte hinzugekommen. Das gab es bei der 14.0 noch nicht. Die Sprache, die haben wir hier, habe ich ja eben schon bei der 14 gezeigt gehabt. Zusätzlich haben wir jetzt hier das Layout, wie hier auch.
Das Layout ist geblieben. Und wir haben hier View, Bookmark und Preview. Preview ganz normal, wie haben wir, glaube ich, auch. Wir haben ja hier die View, aber die Preview, genau hier, das war ja diese Preview, View Webpage. So, was haben wir noch bei der 14.1 neu? Was man hier auch direkt sieht, ist die Sprache Englisch mit den Inhalten. Und was auf jeden Fall direkt auffällt, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, wir haben hier auf der rechten Seite jetzt die Icons oder die Navigationspunkte, die normalerweise, ich sag mal, auch hier oben platziert sind. Also wir haben hier den Clear Cache, Reload und so weiter. Das haben wir hier und die Seiteneigenschaften, die sind genau jetzt hier platziert. Auf der rechten Seite muss man gucken, wie das dann hinterher aussieht, vor allen Dingen auch mobil, weil das ganze Backend ist ja responsiv. Ob das dann, ich sag mal, nicht ein bisschen stört da auf der rechten Seite. Vielleicht muss man die dann wieder nach oben platzieren. Zusätzlich habe ich hier noch einen Screenshot gemacht oder ein Foto. Ja, war ja kein Screenshot, deswegen sieht das auch ein bisschen so schräg aus, weil ich musste, ihr könnt euch das so vorstellen, da oben war eine große Leinwand, ich saß irgendwo unten und dann musste ich irgendwie so fotografieren über alle Köpfe hinweg. War nicht so einfach und es ging auch teilweise sehr, sehr schnell. Hier sehen wir jetzt die Seiteneigenschaften. Das heißt, der Benutzer bzw. der Benny ist hier auf Page Properties gegangen, auf diese Seiteneigenschaften und dann öffnet sich so ein Overlay. Das heißt, in der 13 war es ja, oder in der Vergangenheit war es ja so, sobald man draufgeklickt hat, hat man den ganzen Bezug verloren zu der Seite und man war dann, ich sag mal, auf einer neuen Seite, wo die Seiteneigenschaften waren. Und das ist jetzt komplett in so ein Overlay drin. Finde ich auch ganz smart gelöst. Und zusätzlich, da habe ich leider jetzt nur einen Screenshot, ist, wenn man hier auf diesen Add New Button klickt, kriegt man so einen kleinen Wizard. Also man sieht hier Step 3 von 3. Wie gesagt, den ersten und zweiten Step habe ich verschlafen, das schnell abzufotografieren. Aber das passiert jetzt auch alles in so einem Overlay drin. Ja, also das sind auf jeden Fall die Änderungen, was das Backend betrifft. Das Interessante war auch noch, auf der Präsentation gesagt worden ist, dass ab der Version 14, jetzt höchstwahrscheinlich nicht 14.1, weiß ich nicht, aber bestimmt 14.2, wird es auch ein Default-Standard-Template geben. In der Vergangenheit ist es ja so gewesen, dass das Typo 3 immer ohne ein Frontend-Template ausgeliefert worden ist. Das heißt, man musste als Agentur oder als Freelancer erstmal selber ein Template erstellen und bevor man irgendwas sehen konnte. Das ist jetzt nicht mehr so. Das neue Typo 3.14 wird mit einem Frontend-Template defaultmäßig ausgeliefert. Finde ich auch sehr cool. Vor allen Dingen kann man das sehr schön verwenden für Kunden als kleine Präsentation. Das heißt, man setzt direkt ein Typo 3-System auf, konfiguriert das ein bisschen und man hat direkt schon ein Frontend mit allen Content-Elementen, die möglich sind. Es wird auch so sein, das wurde auch gesagt auf der T3Con von Benny, dass ab jeder neuen Version, Major-Version, also ab der 15, 16, wird es jedes Mal ein neues Frontend-Template geben und das alte, also von der Version davor, landet dann in den Repositories. Kann man weiter verwenden, wenn man möchte, aber es wird halt für jede Version wird's ein neues Template geben. Finde ich auch sehr gut. Muss man mal gucken, wie weit responsiv und barrierefrei und so weiter diese Templates sind. Weiß ich noch nicht. Müssen wir uns dann angucken. Wenn ihr Lust habt, können wir das gerne auch mal zusammen uns angucken. Auf jeden Fall, das ist auch neu, was rausgekommen ist oder rauskommen wird. Für Redakteure oder halt auch für Agenturen heißt es natürlich erstmal auch wieder etwas dazulernen, was das neue Backend betrifft. Wir als Agentur werden da bestimmt auch neue Schulungen machen müssen. Wir werden auch Dokumentation bestimmt anpassen müssen, wenn wir Projekte auf die 14 hochschieben oder upgraden. Ich finde das neue auf jeden Fall, also neue Backend auf jeden Fall sehr schön geworden. Ist jetzt sehr viel moderner, finde ich auf jeden Fall. Was noch in dieser Präsentation gezeigt worden ist, ist dieser Slide, wo nochmal so ein paar Begriffe aufgezeigt worden sind, was sich alles ändern wird und was neu hinzukommt. Also auch der Scheduler, der ist ja auch neu. Da werde ich auch nochmal ein separates Video zu machen. Es sind einige Funktionen und Features, die da neu reinkommen. Vor allem diese AI-Toolbox, die wird mich mal sehr interessieren, wie die genau funktioniert mit den ganzen Schnittstellen. Lasst mir aber gerne mal einen Kommentar da, was ihr gerne noch sehen würdet, auch vor allen Dingen, was die neuen Funktionalitäten betrifft. Sagt mir auch gerne, wie ihr das neue Backend findet, also das neue Layout. Wie gesagt, am 20.01.2026 kommt die Version 14.1 raus und da sollte schon das neue Backend mit dem neuen Layout komplett draußen sein. Ansonsten bedanke ich mich, das war es erstmal für das Video.
Lasst gerne einen Daumen da und ein Like, würde mich freuen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal bei 7 Bucks. Ciao!